Artificial Intelligence. Code accepted. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ride On with Friends. Die künstliche Intelligenz breitet sich schneller aus als alles, was wir bisher im Bereich der Digitalisierung erlebt haben. In diesem Video möchte ich zeigen, wie du dein Fahrerlebnis während einer Motorradfahrt mit ChatGPT als Sozius eventuell verbessern kannst. Ob es eine Verbesserung ist oder nur ein nettes Gimmick, kann jeder für sich entscheiden. Falls es dich aber interessiert, wie du den momentan weltweit besten Sprachassistenten mit seinem umfangreichen Wissen in Apple CarPlay integrieren kannst oder einfach über WhatsApp während der Fahrt mit der KI chatten kannst, dann bleib dran. Hey Siri, frage ChatGPT. Ich kann dir Infos geben. Worum geht's denn genau? Ein Dialog während der Motorradfahrt kann sehr informativ und unterhaltsam sein, sofern der richtige Gesprächspartner sich im Helmlautsprecher befindet. Ich höre jetzt schon wieder einige Biker, die der Meinung sind, dass sie während der Fahrt kein Gelaber im Helm brauchen. Der Meinung bin ich prinzipiell auch, aber manchmal benötige ich eine schnelle Info, die meine Mesh-Intercom-Community nicht beantworten kann. Und da nutze ich meinen neuen Sprachassistenten, der mir das Fahrerlebnis weiter steigern kann. Ich meine dabei nicht meine monotone Navi-Ansage bzw. Siri oder Alexa oder sogar das Helmgelaber von manchem Mitfahrer, der jedes Blümchen am Weg kommentieren will. Ich möchte eher auf mich persönlich ausgerichtete, situativ bedingte Zusatzinfos zur Fahrt oder zu meinem Motorrad haben. Und zwar in einer fließenden, natürlichen Sprache, die locker, kreativ und vielfältig ist, vielleicht etwas Charme und Humor mit einbringt und vor allem durch die Kompetenz in jeder Lebenslage besticht. Hören wir uns einfach einmal einen Dialog mit dem Sprachassistenten von ChatGPT an. Hallo ChatGPT, erzähle meinen Zuschauern, wie du mich bei Bedarf während der Motorradfahrt unterstützen kannst. Servus, während der Motorradfahrt kann ich dich unterstützen, indem ich dir Infos zu Sehenswürdigkeiten entlang der Route gebe, alternative Routen vorschlage oder dich bei der Planung von Pausen und Tankstopps unterstütze. Falls du mal eine Panne hast, kann ich dir auch Tipps zur nächsten Werkstatt oder Tankstelle geben. Es ist fast so, als hättest du einen Beifahrer, der dich unterstützt und motiviert. Mach dir also keine Sorgen, ich bin immer dabei. Ich hätte aber lieber eine Sozi auf dem Rücksitz dabei, denn Frauen sind einerseits die besseren Beifahrer und andererseits die kompetenteren Ratgeber. Und da wir ja bald eine Frankreich-Rundreise machen, wäre ein französischer Akzent während der Fahrt echt lustig. Was meinst du dazu, ChatGPT? Klingt nach einem tollen Plan. Eine Sozia kann wirklich eine Bereicherung sein, besonders wenn sie so kompetent und unterhaltsam ist. Ein französischer Akzent wäre das i-Tüpfelchen, um die Stimmung auf der Fahrt zu heben. Okay, ich nenne dich ab sofort Claire und wir testen deine Kompetenz. Bonjour Jürgen, wie kann ich dir heute helfen? Kannst du alle möglichen Fehlermeldungen, die auf dem TFT-Cockpit meiner R1300 GS während der Fahrt erscheinen könnten, interpretieren? Dann müsste ich nicht direkt anhalten und meine BMW-Bedienungsanleitung unter dem Sitz herauskramen. Oui, ich kenne einige gängige Fehlermeldungen, die bei der BMW R1300 GS auftreten können. Zum Beispiel gibt es Warnungen für Motorstörungen, ABS-Fehler oder Reifendruck. Es ist immer gut, das Handbuch dabei zu haben oder eine BMW-Werkstatt aufzusuchen, wenn du dir unsicher bist. Gibt es eine bestimmte Fehlermeldung, die dich interessiert? Wie kann ich dir heute helfen? Ich sehe aktuell in meinem TFT-Display ein Problem mit dem Keyless Go, das nicht mehr richtig funktionieren sollte. Was könnte das denn sein? Bien sûr. Das Keyless Go-System kann defekt sein, wenn es Verbindungsprobleme zwischen dem Schlüssel und dem Motorrad gibt. Das könnte an einer schwachen Batterie im Schlüssel, Störungen durch andere elektronische Geräte oder einem Fehler im Empfänger des Motorrads liegen. Du könntest versuchen, die Batterie im Schlüssel zu wechseln und sicherzustellen, dass keine Störquellen in der Nähe sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte ein Besuch bei der Werkstatt notwendig sein.
So, jetzt haben wir genug gequatscht und ich hoffe, dass du den ersten Eindruck über die Sprachqualität und Fähigkeit gewonnen hast. Wir schauen uns jetzt mal die Hardware- und Softwarekomponenten an, die ich während dem Motorradfahren nutze. Aufgrund der neuen Zulassungsbestimmungen für Intercoms am Helm fahre ich einen NEX Motorradhelm mit einem integrierten Mesh-Intercom von Sena, dem XCOM 3. Das XCOM 3 ist mit meinem iPhone über Bluetooth verbunden. Das iPhone habe ich entweder sicher in der Jackentasche oder in meinem Tankrucksack verstaut. Über Apple CarPlay, also über Bluetooth und WLAN, ist das iPhone mit meinem wetterfesten 5 Zoll großen Streaming-Monitor Carborite W502BS verbunden. Das Carborite ist bei meiner BMW in der Original BMW Navi-Halterung montiert und lässt sich über das BMW Wonderwheel bedienen. Bei meiner Vogue nutze ich einen RAM-Mount-Halter und bediene den Monitor über den Touchscreen oder über die Siri-Spracheingabe. Das heißt also, dass ich alle Apple CarPlay-fähigen Apps wie zum Beispiel Navigation, Telefonie oder Multimedia vom iPhone auf den Monitor streame. Mit einer Ausnahme. Die App von ChatGPT ist aktuell noch nicht Apple CarPlay-fähig. Es gibt jedoch zwei Möglichkeiten, wie man während der Fahrt über den Sprachassistenten Siri mit ChatGPT kommunizieren kann. Ein Beispiel hatte ich ja schon in einem früheren Video gezeigt, das ich hier nochmals darstelle. Hey Siri, frage ChatGPT. Ich kann dir Infos geben. Worum geht's denn genau? Kannst du mir Informationen über das Ölfeld in Prittelbach geben? In Prittelbach, einem Ortsteil von Hebertshausen im Landkreis Dachau, wird seit 1981 Erdöl gefördert. Die tägliche Fördermenge liegt bei etwa 10.000 Litern. Und es ist eines der beiden einzigen Ölfelder in Bayern, die derzeit aktiv sind. Wer den Trick noch nicht kennt, wie man über Siri ganz einfach den Voice Assistant von ChatGPT über einen sogenannten Apple-Kurzbefehl aufrufen kann, der sollte sich mein Video Motorradreiseplanung mit künstlicher Intelligenz ab Kapitel 7 anschauen. Das Video habe ich rechts oben nochmals verlinkt. Der Workflow ist ganz einfach erklärt. Du rufst mittels Intercom dein Apple Voice Assistant Siri auf und nachdem sich Siri gemeldet hat, nennst du den Namen deines Apple Kurzbefehls, der dann die ChatGPT App startet. Danach kannst du mit ChatGPT plaudern. Der Nachteil ist aktuell jedoch, dass die ChatGPT App dauerhaft im Standby-Modus bleibt und auf jede Spracheingabe von dir reagiert. Das ist nicht immer gewünscht. Deswegen kommuniziere ich auch mit ChatGPT über Apple CarPlay und WhatsApp. Ja, du hast richtig gehört. Mit ChatGPT kann man in WhatsApp chatten. Und wie das geht, zeige ich dir erst schematisch und dann an einem Beispiel. Ich nutze Siri, um eine WhatsApp zu erfassen. Diese schicke ich dann an ChatGPT und Siri liest mir dann das Ergebnis von ChatGPT vor. Ganz einfach. Damit du mit WhatsApp und ChatGPT arbeiten kannst, benötigst du natürlich die Kontaktdaten von ChatGPT. Am besten du richtest dir einen neuen Kontakt mit dem Namen ChatGPT und folgender Telefonnummer ein. +1 für USA und dann 800 242 8478. Sofern du eine Internetverbindung mit deinem Smartphone hast, ist die Rufnummer natürlich über WhatsApp kostenlos. Wie funktioniert das nun in der Praxis? Schauen wir uns folgendes Beispiel an. Hey Siri. Ja. Schreibe eine WhatsApp an ChatGPT. Was möchtest du ChatGPT sagen? Welches Motorenöl soll ich bei meiner R1300 GS verwenden? Ich sende, welches Motorenöl soll ich bei meiner R13100 GS verwenden? ChatGPT schickte eine lange Nachricht. Hey Siri, WhatsApp, lese Nachricht vor. Für
für die BMW R1300 GS solltest du ein vollsynthetisches Motoröl verwenden, das den Spezifikationen von BMW entspricht. Die meisten modernen BMW-Motorräder, einschließlich der R1300 GS, benötigen ein Öl mit den folgenden Eigenschaften: Viskosität Smileycus 5W40 oder 10W40 empfohlene Ölstandard Smileycus BMW Long Life 01 oder APSN und Yasomat 2 für Motorräder mit einem gemeinsamen Ölkreislaufsystem. Motor und Getriebe teilen sich das gleiche Öl. Einige gängige und empfehlenswerte Marken, die diese Anforderungen erfüllen, sind BMW Motorrad High Performance 5W40, Castrol Power 1 5W40 Mobil 1 Racing 4T 5W40 Liqui Moly 4T sind 5W40. Es ist immer am besten, auch einen Blick in das Handbuch deines Motorrads zu werfen, um sicherzustellen, dass du die genaueste Empfehlung für dein Modell verwendest. Auch der Ölwechselintervall ist dir nach Fahrbedingungen und Nutzung wichtig. Aber in der Regel wird ein Ölwechsel alle 10.000 bis 15.000 Kilometer empfohlen. Lass mich wissen, wenn du noch weitere Fragen hast, gesagt. Möchtest du antworten? Nein, danke. Das wäre alles. Wie du nun gesehen hast, kann man auch während der Fahrt die Sprachassistentin Siri von Apple oder meine Sozia Claire von ChatGPT gut zum Einsatz bringen. ChatGPT hat den Vorteil, dass es aufgrund künstlicher Intelligenz die Fragestellungen aus dem aktuellen Kontext heraus viel detaillierter und besser beantworten kann wie jede andere Suchmaschine, und das im Dialog in nahezu menschlicher Sprache oder mit ausführlichen Chatnachrichten über WhatsApp. Die Bedienung über Spracheingaben und die Nutzung von Apple CarPlay ist sehr einfach. Der Blick bleibt auf der Straße und die wirklich wichtigen Infos erhält man bei Bedarf jederzeit über seinen Helmlautsprecher. Vorausgesetzt, man ist mit seinem Smartphone online. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ride On with Friends.